Weißt du noch, wie das war, als du damals in Konstantin verliebt warst und er nicht in dich? Hättest du dir vorstellen können, mit ihm in eine Wohnung zu ziehen und ihn ständig vor Augen zu haben und er turtelt mit jemand anderes rum? Bitte, Lisa, ich pack das nicht. Muss mir helfen. Ich weiß ja, dass das mit Carla und mir total verrückt ist. Das kann nichts werden. Weil sie auf Frauen steht. Aber trotzdem, Kriegst du sie nicht aus dem Kopf? wenn ich mir vorstelle, sie jeden Morgen beim Frühstück zu sehen, das ist doch Folter. Och Mann, ich würde so gern umziehen. Das heißt, du willst mir nicht helfen, ja? Ich weiß nicht, Hier, wenn ich mal mit Konstantin allein sein möchte. Ist entweder Arno oder Elisabeth da. Ich weiß. Ja, und bei Carla und Susanne hätte ich viel mehr Freiheit. Trotzdem. Lisa, ich schaff das nicht. Störe ich? Hallo, nein. Du kommst genau richtig. Wollen wir zusammen was essen gehen? Ich habe Brote. Brote? Ja, und ins Restaurant, also ich kann nicht so lange Pause machen. Ja, du hast recht, ich eigentlich auch nicht. Ich wollte dir auch nur das hier zeigen. 4 Zimmer, Altbau mit Rheinblick. Teuer ist es natürlich schon, aber... Direkt an der Rheinufer Straße. Das ist laut. Ist nicht so einfach, ne? Das habe ich mir auch gedacht und deshalb habe ich unsere Immobilienfirma beauftragt. Das sind Profis. Hey, wenn man die Möglichkeit hat, warum nutzt man sie dann nicht? Ich dachte, die Wohnung zu suchen wäre eine gemeinsame Aktion. Das bleibt es doch auch. Die Firma macht uns nur Vorschläge. Wir schauen uns die Wohnung an und entscheiden dann gemeinsam. Trotzdem, wenn man gemeinsam sucht, findet man gemeinsam raus, was man eigentlich... Ja. Ich kann jetzt nicht. Ich bin in einer Besprechung. Ich weiß auch schon, was ich will. Ganz viel Platz. Der Zustand muss top sein. Und die Lage natürlich auch. Am liebsten Rheinblick, aber nicht zu laut. Genau. Und wer soll das bezahlen? Mach dir darüber keine Gedanken. Muss ich aber. Geld spielt keine Rolle. Das weißt du. Bei dir vielleicht. Bei uns. Wir gehören doch jetzt zusammen. Schon. Die Wohnung, die wir uns neulich angeschaut haben, die war dir zu klein, nicht mir. Lisa und Paul brauchen jeder ein eigenes Zimmer. Siehst du? Dafür würde ich aber Abstriche bei der Lage machen. Das musst du aber nicht. Wenn es unsere gemeinsame Wohnung sein soll, schon. Dann will ich auch die Hälfte bezahlen. Susanne, ich verstehe deinen Stolz, aber in diesem Fall... Ich will meine Kinder zur Selbstständigkeit erziehen. Wie soll ich das machen, wenn ich mich gleichzeitig von dir abhängig mache? Susanne, bitte stell dich jetzt nicht so an. Du zahlst doch bei deinem Vater auch nicht den vollen Mietanteil. Das ist was ganz anderes. Die Aselmeier sagt immer Guten Morgen, wenn sie in die Klasse kommt. Sogar bei Kursen nachmittags um 3. Ich glaube, die träumt noch von den Zeiten, als Lehrer mittags frei hatten. Vielleicht. Ist was? Hey, 2 Cola, wie immer? Ich möchte lieber einen Kakao. Mit viel Sahne. Okay. Hallo? Hallo? Ja? Irgendwas ist doch. Paul hat mich um Hilfe gebeten. Wegen Carla. Wenn wir wirklich mit Carla und Susanne zusammenziehen, wird das für ihn noch schlimmer als sowieso schon. Deswegen möchte er bei Arne und Elisabeth bleiben. Mit mir. Das ist doch die Lösung. Und was ist mit uns? Überleg doch mal, bei Carla und Susanne hätten wir viel mehr Freiheit als jetzt. Wozu? Wir können uns doch auch jetzt immer sehen, wann wir wollen. Und mein Hausarrest. Den hättest du allemal bekommen. Egal, wo du wohnst. Du hast einfach zu oft geschwänzt. Stimmt wahrscheinlich. So, ein heißer Kakao Danke. mit viel Sahne und eine... Dankeschön. Und Paul geht's im Moment richtig mies. Und wenn der Carla den ganzen Tag über den Weg läuft, dann kriegt er sie nie aus dem Kopf. Kannst du dir eigentlich vorstellen, wie das war?
Plötzlich hier zu sein, ganz allein, mit den Kindern? Ja, sicher. Du hast es immer einfach gehabt. Beste Schulen, beste Unis. Konntest immer machen, was du wolltest. Sieh an. Das ist also die Besprechung, wegen der deine Sekretärin dich entschuldigt hat, ja? Können wir später reden? Sagen wir in einer halben Stunde? Nein, es ist wichtig. Ich kann auch gehen. Das müssen Sie gar nicht. Du wusstest also die ganze Zeit, dass Gregor der Vater von Nathalies Kind ist? Ansgar. Es ist wie in einem schlechten Film. Alle wissen Bescheid, nur nicht der, den es angeht. Ich wusste nicht, was ich sonst machen sollte. Seid ihr nur für eine miese, scheinheilige Bande? Ihr kotzt mich alle an. Was machst du denn hier? Kleines Päuschen. Ich habe Hausarrest gekriegt für zu viele kleine Päuschen. Aber das ist natürlich was ganz anderes. Du sagst es. Du, Opa, Ja, was? wie findest du es eigentlich, dass wir ausziehen? Ich werde euch drei ganz schrecklich vermissen. Wäre es dir also lieber, wenn Paul und ich hier blieben? Weiß nicht. Ich meine, Carla und Susanne hätten dann viel mehr Platz für sich. Und hier wäre noch ein bisschen Leben in der Bude. Was meinst du im Ernst? Klar. Würde ich sonst fragen? Was sagt denn Susanne dazu? Gar nichts. Ich wollte erst mit dir reden. Also, was ist jetzt? Du bist einverstanden, oder? Sicher, klar. Danke, Arno. Musst du dich langsam wieder auf die Baustelle? Dann kriegst du doch wirklich Hausarrest. Wenn du mich weiter so bevormundest, dann überlege ich das mir noch mal. Und wer passt denn auf dich auf, dass du keinen Unsinn machst? Hey, komm. Ah. Wir hätten doch essen gehen sollen. Schmeckt sie nicht? Doch. Aber dann wäre uns Ansgar erspart geblieben. Wir haben auch so genug zu klären. Das stimmt. Also, was ich sagen wollte. Ich hab's einfacher gehabt als du. Das sehe ich ein. Theoretisch. Aber ist dir wirklich klar, was es bedeutet, wenn man nirgendwo anders mehr unterschlüpfen kann, als bei seinen Eltern? Nein, wahrscheinlich nicht. Und mir ist es auch nicht leicht gefallen, das kannst du mir glauben. Aber es ging nicht anders, als ich aus Argentinien zurückkam. Das verstehe ich auch. Und mir tut's leid, was ich gesagt habe. Ich zahle ja auf Königsbrunn auch keine Miete. Ich habe nun mal genug Geld. Susanne, es wäre doch Schwachsinn, wenn es einfach auf der Bank liegen bleiben würde. Für dich ist meine Unabhängigkeit also Schwachsinn. So habe ich das nicht gemeint. Hallo, Susanne. Hallo. Störe ich? Nein, ich muss sowieso los. Ich bräuchte eine Entscheidung in der Siebel-Geschichte. Tschüss. Tschüss. Mit Dank zurück. Dafür sind Brüder ja da. Warte mal. Ja? Ich habe gerade zufällig mitbekommen, wie du mit Arno gesprochen hast. Danke. Kein Problem. Dafür sind Schwestern ja da. Aber jetzt habe ich was gut bei dir. Hast du Probleme? Quatsch. Aber bei Gelegenheit komme ich drauf zurück. Klar. Ich hoffe nur, Susanne macht jetzt keinen Stress. Naja, sie wird schon enttäuscht sein. Aber du glaubst, sie sagt ja. Was soll sie denn anderes machen, wenn wir beide uns einig sind? Schon Feierabend? Nein. Aber es gibt Wichtigeres als Arbeit. Hallo, Hallo. ich bin schon weg. Susanne, es ist doch total bescheuert, wenn wir uns über Geld streiten. Du? Ich verspreche dir, dass ich deine Eigenständigkeit respektiere. Ich will dich mit meinem Reichtum nicht erdrücken. Das weiß ich doch. Ich liebe dich so, wie du bist. Und wenn es sein muss, dann ziehe ich mit dir und den Kindern auch in eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Das muss hoffentlich nicht sein. Ach, Kinder, entschuldigt, aber ich habe vergessen, mein... Ja. Danke.
Ich liebe dich auch. Und ich freue mich total, wenn wir endlich unsere eigene Wohnung haben. Mir ist gar nicht gut. Kein Wunder. Sag mal, hast du die ganzen Würstchen gegessen? Also so viel waren es auch wieder nicht. Und was gibt's jetzt zum Kartoffelsalat? Oh, Entschuldigung. Frikadellen. Ich könnte uns welche bestellen. Wo denn? Der Pizzadienst hat die nicht. Aber der Catering-Service, der die Holding beliefert. Willst du? Ja, ja, klar. Nur Kartoffelsalat und Gurken ist ein bisschen mager. Guten Tag, Carla von Lahnstein. Schon von Vorteil, wenn man seine Wohnung hat. In der einem der eigene Vater nicht alles weg ist. Frikadellen für 6 Personen. Sondern nur die eigenen Kinder. In 20 Minuten. Ja, super. Dankeschön. Die Frikadellen sind in 20 Minuten da. Ich hoffe, bei uns in der neuen Wohnung wird es auch so gemütlich. Ach, bestimmt. Warum sollen wir vier uns nicht verstehen? Also Paul und ich, wir müssen dir was sagen. Was gibt's? Wir wollen nicht mit euch in eine neue Wohnung ziehen. Wie bitte? Ja, wir wollen hier bei Arne und Elisabeth bleiben. Warum wollt ihr plötzlich nicht mehr zu uns ziehen? Was ist los? Liegt's daran, dass Carla und ich, dass wir Frauen sind? Ich dachte, du hättest das längst akzeptiert. Hab ich auch, ehrlich. Ja, was ist es dann? Wir fühlen uns einfach so wohl hier. Ja, wir haben uns gerade hier eingelebt und wollen auch nicht gleich wieder weg. Ja, und Arne und Elisabeth sind ja auch sowas wie unsere Familie. Neben dir natürlich. Hast du davon gewusst? Und die beiden haben mich gefragt. Und er hat ja gesagt. Du hast ja gesagt, ohne vorher mit mir darüber zu reden? Nur grundsätzlich. Natürlich ist es deine Entscheidung. Was hast du schon wieder erlaubt, ohne mit deiner Tochter vorher darüber zu sprechen? Dass wir beide hier bleiben und nicht mit Carla und Susanne zusammenziehen. Bitte? Arno, kommst du mal bitte? Ja. Weißt du, was ich nicht verstehe? Warum redet er mit mir nicht darüber? Carla, gibst du mir bitte mal den Senf? Du sagst den Kindern, dass sie hier bleiben können, ohne vorher mit mir darüber zu reden? Die beiden haben mich gefragt. Ich kann doch meine Enkel nicht aus dem Haus werfen. Du tust gerade so, als ob sie kein Dach über dem Kopf hätten. Ach, trotzdem. Was heißt trotzdem? In erster Linie ist es natürlich Susannes Entscheidung. Sie hat die Verantwortung. Oh ja, ja. Die Kinder nicht rauswerfen, Susannes Entscheidung. Und wo bleibe ich? Ich bin hier auch zu Hause. Oder habe ich hier nichts mehr zu sagen? Echt, ich bin todtraurig, dass ihr beide nicht mitkommt. Ich habe lediglich gesagt, dass ich persönlich nichts dagegen habe, wenn die beiden hier bleiben. Aber ich denke, Susanne will, dass die beiden mit ihr und Carla in eine eigene Wohnung ziehen. Also wenn sie nicht umziehen wollen, dann wollen sie nicht. Warum sollten sie auch, wenn es ihnen hier gefällt? Ach, und das entscheidest du ganz alleine, ja? Das ist immer noch Susannes Sache. Du hättest vorher mit ihr darüber reden müssen. Ich hatte nie die Absicht, irgendetwas über Susannes Kopf hinweg zu entscheiden. Mal ganz abgesehen davon, dass dich meine Meinung überhaupt nicht zu interessieren scheint. Ich stehe nämlich jetzt da, als böse Stiefoma, die die Kinder loswerden will. Willst du doch auch. Sie stören dich. Wie kannst du sowas sagen? Das stimmt nicht! Ich finde, nur Kinder gehören zu ihrer Mutter. Und ich finde, sie sind alt genug, selbst zu entscheiden. Herrgott, du willst es nicht begreifen, oder? Du fällst deiner Tochter in den Rücken. Elisabeth, Man kann die beiden nicht zwingen. hört ihr mir bitte mal zu? Ihr braucht euch nicht zu streiten. Ich bin die Mutter und ich werde das mit Lisa und Paul klären.